Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von F123 My Team. Und heute geht es nach Kanada. Es gab diese Woche ein schwerwiegendes Problem bei der Herstellung und alle Entwicklungen sind fehlgeschlagen. Das ist natürlich blöd, das müssen wir neu entwickeln. Chassisabteilung. Ah, okay. Also das, was wir letztes Mal entschieden haben, dass wir diese Besichtigung durchführen wollen, das hat uns Anerkennung gegeben, aber Ressourcenpunkte gekostet. Das ist natürlich blöd. Ressourcenpunkte wären mir jetzt actually lieber gewesen. Naja, was soll man machen, ne? Und da ist noch irgendwas fehlgeschlagen. Ja, die Zündanlage. Tja, hätten wir die Besichtigung nicht gemacht, hätten wir jetzt genug Punkte gemacht, um die auch neu zu entwickeln. Aber, naja. Boah, da müssen wir schon das dritte Getriebe einbauen. Oh, das gefällt mir nicht. So, bei Antrieb war das, ne? Genau, das ist fehlgeschlagen. Jetzt können wir das auch machen. Jetzt haben wir da die nötigen Punkte für. Okay, das ist jetzt mittlerweile richtig günstig. Oder wir machen das. Oder das. Das ist auch... Weil Chassis könnte ruhig ein bisschen mehr entwickelt sein eigentlich. Machen wir das. Okay. Die Frage ist, nehmen wir jetzt ein Regen-Setup? Weil es war nur gegen Ende des Rennens Regen. Von daher würde ich jetzt eher kein Regen-Setup nehmen. Verdammt. Da war ein Rutscher drin, das kann ich direkt schon vergessen. Ja, es war kein guter Exit. Auch ein kleiner Rutscher. Aber ich bin trotzdem noch im grünen Bereich. Pitting this lap then, come into the pits at the end of... Ich kann noch eine Runde fahren, theoretisch, wenn ich es schaffe. Okay, never mind. Oh. Verstappen hat eine Strafe. Das heißt, er wird hinter mir starten. Das heißt, ich starte als Achter. Montreal is not only the second largest French-speaking city in the world, but it's home since 1978 to the Canadian Grand Prix. The name Villeneuve looms large over this one, but who can write their own legends today? With
Top speeds of around 210 miles per hour heading into the overtaking opportunity of turn 13. The 2.7 miles of the circuit Gilles Villeneuve are some of the quickest on the Formula One calendar. There are 14 corners in total, with 60% of the lap taken at full throttle, and average speeds clock in at about 130 miles per hour. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks like for today's race. Charles Leclerc lines up on pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. Considering the rest of the grid, we have Norris, Russell, Sainz, Perez, Oscar Piastri, Phoenix, Fernando Alonso, Verstappen, Magnussen, Tsunoda, Stroll, Albon, Joe, Gasly, Hulkenberg, Ricciardo, Teo Pourchaire, Sargent, Ocon, and Valtteri Bottas begins the race from the back of the grid. And now it's time to head down to the track. Okay, we've got that relief of having points on the board finally, so let's keep that form up and get another top 10 finish today, please. Finally? Boah, jetzt ist halt die Frage, wann kommt der Regen, ne? Das Ding ist, wenn der Regen halt stark genug ist, dass wir so 5 Runden oder so vor Ende schon Intermediates aufziehen müssen, dann macht's halt Sinn, vielleicht auf roten zu starten und dann auf gelbe zu wechseln. Oder ich starte einfach auf gelben. Ich glaube, dann bin ich flexibler. Ja, ich starte auf gelben, dann bin ich flexibler. Ja. Na. Oh, das war scheiße. Da habe ich gemerkt, da war ich zu schnell, zu langsam. Okay, we're monitoring some wear on the internal combustion engine. Be aware that we're going to start to see a loss of power. Nee, so nicht Verstappen. Sehr schön. Ihn habe ich hinter mir halten können, aber die sind halt jetzt alle ein bisschen weiter weg, als mir lieb wäre. Verdammt. Boah, ich weiß auch nicht warum. Irgendwie habe ich voll wenig Grip. Aber eigentlich sind meine Reifen auf Temperatur. Also eigentlich sollte ich Grip haben. Ich verstehe nicht, was das Problem gerade ist. Ich meine, klar, ich habe jetzt Mediums drauf und keine Softs. Von daher habe ich natürlich ein bisschen weniger Grip. Aber so wenig Grip? Boah, es war ein Fehler, auf den Mediums zu starten, Alter. Ich komme mit denen halt echt überhaupt nicht klar gerade. Keine Ahnung, woran es liegt. Aber ich bin nur am Rutschen. Okay, gap ahead is 3.0 seconds. Verdammt, da ist Alonso vorbei. Oder ist er das? Yo, Alonso! So, jetzt hat sich das so ein bisschen eingependelt. Also Alonso vor mir kriege ich nicht. Albon hinter mir kriegt mich nicht. Jetzt kommt es auf die Strategie an. Und auf das Wetter natürlich. Je nachdem, wann es anfängt zu regnen. Wetterbericht. No threat of rain for the time being. Conditions look good. Dries definitely seem like the fastest tire at the moment. Ja, no shit. Aber, okay. Aktuell keine Gefahr, dass es regnet. Rain is forecast in just over 10 minutes time. Rain Was? in 10 minutes. In 10 Minuten schon? Okay. Das ist deutlich früher als erwartet. In 10 Minuten soll es schon regnen. Jetzt ist da Sainz hinter mir. Green flag.
Und der ist richtig nah dran. Irgendwas raus? Carlos raus. Ja, seins wird mich jetzt bekommen. Da kann ich nichts gegen machen. Okay, das ist natürlich interessant, dass die NPCs jetzt anfangen zu stoppen. Wetterbericht. Hä? Was für 15 Minuten? Eben waren es noch 10. Ja gut, Boxenstoppfenster offen, aber die Frage ist jetzt, was mache ich jetzt? Wären das jetzt nur noch 5 Minuten gewesen, dann wäre ich draußen geblieben. Aber 15 Minuten ist zu lang. So lang kann ich nicht mehr auf den Mediums fahren. Aber wechsle ich dann jetzt auf... Wenn ich jetzt auf Harz gehe und der Regen kommt dann gleich schon, dann ist das blöd. Weil dann bin ich auf den langsameren Reifen gewesen für nichts. Wenn ich jetzt auf Mediums wechsle, dann muss ich halt auf jeden Fall nochmal stoppen, wenn es nicht stark genug regnet. So, ich glaube, Mediums wäre jetzt eigentlich das Perfekte, um bis zum Regen durchzuhalten. Aber wenn es dann halt nicht stark genug regnet, dass ich auf Regenreifen wechseln muss, ist halt blöd. Weil dann kann ich nicht zu Ende fahren, weil ich sonst disqualifiziert werde. Und Softs werden, glaube ich, nicht durchhalten, bis der Regen kommt. Ich glaube, ich muss auf die Harz wechseln, auch wenn mir das überhaupt nicht gefällt. Es könnte jetzt ein Fehler sein, dass ich auf die Harz gehe. Ja gut, wenn du hinter mir reinfährst, ganz ehrlich, das ist dein Problem. Okay, das hat gepasst. Ja, das war die Mediums. Das waren auf jeden Fall die Mediums, mit denen ich einfach nicht klarkam. Weil die Harz fühlen sich so viel besser an. Es macht halt eigentlich keinen Sinn, dass ich mehr Grip auf den Harz habe als auf den Mediums, aber ist tatsächlich so. Boah, ich hätte einfach auf Softs starten sollen, ey. Softs und dann auf Harz. Das wäre, glaube ich, eigentlich die sinnvollere Strategie gewesen. Und dann halt am Ende auf die, wahrscheinlich auf die Intermediates. Ah, habe ich Hülkenberg leicht angestupst. Und jetzt holen wir uns noch Bottas. Sehr schön. Sehr gut. Ich habe mir gedacht, Albon zu kriegen wird schwierig, aber er hat gestoppt. Und ich bin direkt hinter Sargent. Sargent ist 10. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Danke. Und damit bin ich wieder in den Punkten. Wetterbericht. Okay, rain is imminent. Rain is imminent. Be careful out there. Dries definitely seem like the fastest tire at the moment. Imminent. Okay. Ich glaube, dann werden wir tatsächlich noch auf Inters wechseln müssen. Wenn er jetzt quasi jeden Moment anfangen könnte, der Regen. Ah, ich sehe die ersten Tropfen. Boah, ich hätte die Mediums nehmen sollen. Obwohl, die werden jetzt auch schon ziemlich abgenutzt dann, ne? Aber die Harz sind halt nicht gut im Regen zu haben. Ja, so langsam merke ich's. Ich glaube, wir werden durchfahren. Ja, das ist doch gut, dass ich die Harz genommen habe. Oh, gelbe Flagge. Safety Car.
Okay, slow down, slow down. Your delta's negative, which means you're going too fast. Reduce your pace. Boxenstopp. Boxenstopp. Okay, we can take you this lap. Intermediates. I didn't catch that, mate. Just say it again. Nevermind, ich mach's manuell. Dann gehen wir jetzt auf Inters. At least another 10 minutes. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt stoppe... Nee, das ist dumm. Das mache ich nicht. Das ist dumm. Wenn ich jetzt stoppe, für die eine Runde, die ich dann habe... Nee. Ich habe mir gerade gedacht, so Safety Car, verliere ich weniger Zeit beim Boxenstopp. Aber ich glaube, das wird sich nicht rentieren. Dafür sind zu wenige Runden übrig. Wenn ich jetzt auf Intermediates wechsle... Ja, das hätte eh nichts gebracht. Weil Piastri hat eine 5 Sekunden Strafe, den werde ich eh bekommen. Selbst wenn ich es nicht schaffe, den zu überholen. Und Sainz, keine Chance. Der ist 15 Sekunden vor mir. Und das nach dem Safety Car wohlgemerkt. Also, nee, keine Chance. So, Stroll hätte mich auf jeden Fall überholt, hätte ich gestoppt. Den hätte ich vielleicht noch zurückbekommen, aber ich glaube, dann hätte ich wahrscheinlich nicht mal Piastri bekommen. Also von daher draußen zu bleiben, war jetzt definitiv die richtige Entscheidung. Boah, das ist aber schon ganz schön rutschig jetzt. Hey, kriegen wir Piastri on track noch? And that's the end of the race. We'll see you in Parc Fermé. Ich glaube, wir haben Piastri tatsächlich on track noch bekommen, aber selbst wenn nicht, ist ja egal. Nein, haben wir gerade eben nicht. Wir waren an der Ziellinie noch 0,002 Sekunden hinter ihm. Wir sind immer noch Vierter in der Rangliste. Das ist echt gut. Und in der Konstrukteurswertung auch. Also der Vorsprung, den wir am Anfang der Saison rausgefahren haben, der hilft uns echt sehr gut. Aber ich glaube, das wird sich noch ändern. Naja, also, nächstes Mal Österreich. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. Bis dann.